präprogrammierte Programm jetzt zu testen, nutze ich eine virtuelle Anlage. Falls du das Programm selbst testen möchtest, werde ich dir die virtuelle Anlage zum Download in der Beschreibung zur Verfügung stellen. Am Ende des Videos werde ich dir zeigen, wie du das virtuelle Modell in deine Anlage einbindest und selbst testest. Es bietet sich jetzt an, aus den Prüfungsunterlagen jetzt die Seite 33 zu öffnen und dort die laufenden Nummern 1 bis 16 zu testen. Das kann man jetzt einmal mit dem Programm virtuell testen. Wenn man nachher die reale Anlage aufgebaut hat, sollte man das Programm dann auf jeden Fall auch nochmal mit der realen Anlage testen. Man kann ja auch Verdrahtungsfehler oder ähnliches eingebaut haben. Die Anlage sollte auf jeden Fall so, wie es hier in der Funktionstabelle mit den Teilfunktionen vor der Prüfung laufen. Den Hauptschalter Q0 können wir mit dieser Anlage nicht simulieren. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir den Hauptschalter schon eingeschaltet haben und können jetzt über S1 Anlage ein, die Anlage einschalten. Die Leuchtmelder P1 und P9 gehen in Dauerlicht und Leuchtmelder P5 blinkt in dem 2-Hertz-Takt. Die Funktion ist gegeben, also können wir jetzt im Protokoll, also in der Funktionstabelle, können wir bei Ja ein Häkchen setzen. Punkt 2 sollen wir mit S9 das Sicherheitsschaltgerät quittieren. Dann soll gleichzeitig der Leuchtmelder P9 erlöschen und der Leuchtmelder P5 für den Betriebsdruck soll dann, wenn der Druck aufgebaut wurde, in Dauerlicht umschalten. Ich quittiere jetzt mal. Und wir haben jetzt hier Druck OK und der Leuchtmelder leuchtet auch durchgehend. Auch Punkt 2 können wir mit Ja abhaken. Punkt 3 soll P2 und P3 in 2 Hertz blinken. Tun sie auch. Sie blinken so lange, bis eine Betriebswahl ausgewählt wurde. Zum Beispiel Vorwahl Hand oder eben Vorwahl Automatik. Wenn wir jetzt S2 betätigen, soll der Leuchtmelder P2 in Dauerlicht übergehen. Wir haben damit den Handbetrieb angewählt. Gleichzeitig soll P3 aufhören zu blinken und eben ausgehen. Wenn wir in Vorwahl Hand sind, können wir über S6 und S7 den Zylinder M4 ausfahren bzw. einfahren. Die Position des Zylinders wird über das Leuchten der Taster S6 bzw. S7 angezeigt. Jetzt befinden wir uns in der hinteren Endlage von M4. Aus diesem Grund leuchtet auch der Taster S6. Betätigen wir den Taster S7, fährt der Zylinder aus und wenn er vorne angekommen ist, leuchtet der Leuchtmelder P7. Andersherum einfahren, jetzt kommt er an und auch P6 leuchtet dann. Beim Ausfahren ist keine der Endlagen belegt, entsprechend leuchtet auch kein Leuchtmelder. Punkt 5 können wir also auch mit Ja bestätigen. Im Punkt 6 fahren wir erst einmal den Zylinder wieder aus. Nun können wir schauen, ob wir Vorwahl Automatik anwählen können. Das funktioniert nicht. Genau so soll es sein, denn die Anlage soll sich erst einmal in Grundstellung befinden und die ist erst erreicht, wenn M4 in der hinteren Endlage ist. Und jetzt können wir auch Vorwahl Automatik anwählen und der Leuchtmelder P4 blinkt. Zusätzlich muss noch getestet werden, ob Vorwahl Automatik angewählt werden kann, wenn B4, B5 und M1 nicht angesteuert ist, ob das denn hier auszuwählen ist, also Vorwahl Automatik. Das können wir mit dieser Simulation leider nicht testen. Entsprechend sollte das dann auf jeden Fall noch einmal an der realen Anlage überprüft werden. Haben wir Vorwahl Automatik ausgewählt, also S3 betätigt, leuchtet der P3 durchgehend und P4 für Autostart fängt in 2 Hertz an zu blinken. Da wir die Funktion mit B4 und B5 nicht testen konnten, würde ich hier jetzt Nein ankreuzen, damit wir auf jeden Fall wissen, dass wir es nochmal bei der realen Anlage testen müssen. Gehen wir nun zu Punkt 7. Hier betätigen wir den S4. Wenn der S4 betätigt wurde, geht Autostart in Dauerlicht über.
Auch das funktioniert. Punkt 7 kann also mit Ja angekreuzt werden. In Punkt 8 legen wir jetzt einen Metallwürfel auf das Band, also auf die Rutsche. Und wenn der Klotz erkannt wird, fängt das Band an zu laufen, also M1 wird angesteuert. B3 erkennt den Metallwürfel. Zu der Zeit wird dann der Motor M1 in langsamer Drehzahl angesteuert und der Metallwürfel wird bis Sensor B4 transportiert. Beim Erreichen von B4 wird M1 abgeschaltet. Wenn der Metallklotz dann bei B4 ist, der Motor aus ist, wartet die Anlage 3 Sekunden, bevor M4 automatisch ausgefahren wird. Der Metallklotz wird in Magazin Metall einsortiert und sobald der Zylinder B2 in der vorderen Endlage angekommen ist, fährt dieser sofort in B1 wieder zurück. Das probieren wir jetzt einmal aus. Metallwürfel einlegen. Wurde erkannt, Motor läuft. Der Klotz fährt bis B4. Wird dann auch erkannt. Leuchtet. Motor geht aus. Zylinder fährt nach 3 Sekunden aus und sofort wieder ein. Und der Metallklotz ist in Magazin Metall einsortiert. Das waren die Punkte 8 und 9 hintereinander. Können wir beide abhaken mit Ja. Jetzt können wir den Magazinstand abfragen. Das machen wir durch S15. Wenn ein Metallklotz eingelegt ist, muss P15 leuchten. Auch das ist der Fall. Können wir wieder mit Ja abhaken. Das war Punkt 10. Legen wir nun einen zweiten Metallwürfel auf das Band bzw. auf die Rutsche, wiederholt sich Punkt 9. Wir legen einen weiteren Metallklotz auf die Rutsche. Motor läuft wieder. Der Klotz wird bis B4 transportiert. Wir warten 3 Sekunden, bis der Zylinder ausfährt. Wenn der Zylinder komplett ausgefahren ist, fährt er sofort wieder in die hintere Endlage zurück. Auch das funktioniert. Wir gehen jetzt zu Punkt 12. Dort sollen wir wieder den Magazinstand abfragen, betätigen und normalerweise sollte P15 und P16 leuchten, da 2 Metallklötze in der Anlage bzw. in dem Magazin einsortiert sind. Das tut es leider nicht. Die Fehlersuche ist das, was am meisten Spaß bringt am Programmieren, jedenfalls für mich. Und wie es so im Leben ist, wer viel trainiert, findet die Fehler schnell und entwickelt eventuell, falls du es noch nicht hast, eben auch Spaß an der Fehlersuche. Ich möchte dir jetzt hier einige Tipps und Tricks zeigen, damit du eben auch während der Prüfung einen ruhigen Kopf behältst und deine Fehler im Programm findest. Zunächst analysieren wir nochmal. Also wenn wir Magazinstand betätigen, sollte jetzt, wenn 2 Metallklötze im Magazin Metall vorhanden sind, auch der P16 leuchten, durchgehend, solange wir den Taster betätigen. Das tut er nicht. Also müssen wir jetzt erst einmal schauen, warum P16 nicht gesetzt wird. Wir hatten im anderen Video die ganzen Netzwerke einmal kontrolliert und haben keine Fehler gefunden in der Programmierung. Also wir haben die Bereitstellungsunterlagen angeguckt und mit dem Programm verglichen und keinen Fehler gefunden. Also müssen wir hier jetzt einmal im Programm reinschauen und das machen wir am besten über die einzelnen Variablen. Also hier ist P16 nicht gesetzt worden, also müssen wir schauen, wo wird P16 gesetzt. Da der Fehler hier im FB ist, suchen wir auch hier im FB. Wir können hier einmal die Bausteinschnittstelle anschauen und sehen hier schon P16 von den Output-Variablen. Diese Variable, die suchen wir. Wir können hier jetzt über Rechtsklick auf die Variable P16 und dann zu den Querverweisinformationen gehen. Dann öffnet sich hier unten dieses Feld, Querverweise und Info. Und jetzt können wir hier über eine Verlinkung raufklicken und das entsprechende Netzwerk öffnet sich. Ich bin jetzt im Online-Modus, also ich kann jetzt schauen, ob es grün ist oder eben nicht. Wir wissen, dass Abfrage Magazin, das ist unser Taster, der wird gesetzt, also das passt. Was nicht gesetzt wird, ist eben der M77. Und jetzt müssen wir herausfinden, warum der M77 nicht gesetzt wird. Und auch hier können wir einfach einen Rechtsklick drauf machen, wieder zu den Querverweisinformationen hingehen, raufklicken und jetzt die Informationen sehen. Wichtig, lesen und schreiben. Hier wird die Variable gesetzt. Die anderen greifen nur auf diesen Merker oder auf diese statische Variable
zu. Also interessiert uns eigentlich nur Netzwerk 21. Klicken wir hier auch wieder rein. Das war wieder ein bisschen größer. Jetzt haben wir hier den Magazin Metall Platz 2, M77. Und M77 wird gesetzt, wenn Magazin Platzbelegung da ist, M75, der ist True, und Magazin Metall Platz 1, M74, ist auch True. Diese beiden Bedingungen sind erfüllt, also kann es nur noch an dieser Bedingung liegen, um eben entsprechend dieses SR-Glied, also die Variable M77, zu setzen. Wir können jetzt hier einmal die Variable anschauen. Sie ist True, also gesetzt. Die statische Variable für unseren Flankenmerker ist auch gesetzt, aber es scheint hier nicht die Flanke durchgekommen zu sein. Wir können jetzt noch einmal die Variable M47 anschauen, also auch wieder Rechtsklick auf die Variable, Querverweisinformation und hier M47 lesen, schreiben. Es wird auf diese Variable wird viermal zugegriffen und einmal lesen, schreiben. Also hier wird sie gesetzt. Dass sie gesetzt wurde, sehen wir. Das hat funktioniert. Jetzt muss es irgendwie an etwas anderem liegen. Netzwerk 21 sind wir. Wir haben hier noch einmal Netzwerk 20. Da schauen wir jetzt erstmal das erste Mal rein. M75 ist hier gesetzt worden. Das sehen wir hier auch. Also passt das auch. Jetzt schauen wir einmal in Netzwerk 19. Und hier ist auch Merker 47. Hier haben wir auch noch einmal die positive Flanke von M47, die wir hier eben auch verwenden. Und jetzt gibt es hier ein Problem in den beiden Netzwerken. Wir haben das Programm wie in den Bereitstellungsunterlagen einfach so runterprogrammiert und haben die beiden Flanken von M47 hier in die Netzwerke eingebaut. Schauen wir uns das Flankenproblem einmal genauer an. Ich starte den Prozess noch einmal, werfe einen Metallwürfel rein und beim ersten Durchlauf wird der Merker für das Magazin Metall Platz 1 gesetzt. Wir sehen, dass die Flanke, also der Merker 47 gekommen ist. Dadurch wird der Merker, die statische Variable, auf True gesetzt und der Merker für Platz 1 wird gesetzt. Wir sehen aber auch, dass in diesem Falle auch gleich die statische Variable PFM 47 auch in Netzwerk 21 gesetzt wird. Ist nicht weiter schlimm. Dann momentan muss M77, also der Merker für Magazin Metall Platz 2, auch noch nicht gesetzt werden. Wir sehen jetzt hier die erste Bedingung, M74 ist auf True. M75, schauen wir mal, wofür das war. Magazin Metall Platzbelegung ist nicht gesetzt. Und wenn wir den Prozess jetzt noch einmal starten, einen weiteren Klotz, die Merker gehen hier, oder die positive Flanke geht wieder auf False. Und im selben Augenblick geht diese Geschichte auf True. Das Problem ist, die Netzwerke werden sequenziell abgearbeitet, also von oben nach unten. Netzwerk 18, dann kommt Netzwerk 19, Netzwerk 20, Netzwerk 21. In unserem Falle benutzen wir die statische Variable für die positive Flanke von M47, einmal hier oben und hier unten. Da wir die Variable hier oben schon gesetzt haben, ist die Variable hier unten schon gesetzt, wenn dieser Baustein verarbeitet werden soll. Dieser P-Trick, also die positive Flanke, die wertet aus, ob dieser Merker schon auf True ist, wenn er abgearbeitet wird oder eben sich verändert hat. Also das heißt, wenn dieses Netzwerk bearbeitet wird, guckt er, ist diese Variable False, ist dieser Eingang True, dann würde er die positive Flanke ausgeben, also hier einmal ein kurzes Signal raufgeben. Da wir die Variable hier aber oben schon gesetzt haben, Programm hier schaut, ist True oder False vorher gewesen und diese Variable, immer wenn hier oben schon die Variable durchkommt, das schon True ist und hier abgearbeitet wird, ist diese Variable immer schon True und sagt, nee, die Variable war schon True, entsprechend gebe ich keine positive Flanke raus. Wir müssen also versuchen, dieses Signal, diese positive Flanke hier hin zu übertragen. Am einfachsten wäre es hier, eine weitere Zuweisung hinzuzufügen, die wir als temporäre Variable deklarieren, bzw. definieren und dann als Temp-Variable. Aber genau den gleichen weiteren Namen wie die statische Variable, also Temp positive Flanke Merker 47 definieren und dann können wir diese Variable kopieren
das hier rauslöschen und hier einfügen. Dann haben wir hier entsprechend die positive Flanke von hier oben durchgereicht, also das Signal, was für ein Zyklus der Steuerung oder dem Programm, dem FB, zur Verfügung steht. Und das löst unser Problem. Wir können es jetzt übertragen und ausprobieren. Da das Programm nicht gemerkt hat, dass wir schon einen zweiten Würfel drin haben, können wir jetzt einfach einen Metallwürfel raufwerfen und dann läuft das Programm standardmäßig einmal durch. Und siehe da, das SR-Glied wurde gesetzt, also muss die temporäre Variable einmal kurz auf True gewesen sein. Können hier einmal schauen, die 2 Leuchtmelder leuchten. Da die temporäre Variable wirklich nur ein Zyklus aktiv ist, können wir das nicht sehen. Also die war einmal aktiv, gibt hier ein True-Signal und setzt uns hier das SR-Glied. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, das Problem zu beheben. Selbstverständlich gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn wir diese Variablen umbenennen, und zwar 2 unterschiedliche Variablen definieren. Reinitialisieren, damit der Datenbaustein auch aktualisiert wird. Und einmal beobachten. Bei Resetten. Erste gesetzt und zweite gesetzt. Der Unterschied jetzt ist, dass im Netzwerk 19 diese Variable hier gesetzt wird und im Netzwerk 21 diese Variable gesetzt wird. Das heißt, dieser Baustein bekommt tatsächlich hier die Information, den Wechsel von False auf True, und dann wird diese Variable erst gesetzt. Und das passiert erst im Netzwerk 21. Das funktioniert also beides. Mein Favorit ist aber die Lösung mit der temporären Variable, denn jetzt für eine Variable zweimal eine positive Flanke zu generieren, ist meiner Meinung nach unsauber. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn wir die positiven Flanken einfach rauslöschen, das Programm übertragen, beobachten, starte die Anlage nochmal. Und auch hier leuchten beide Leuchtmelder. Des Weiteren ist diese Lösung nicht nach den Vorgaben, wie die IHK sich das wünscht, in der Prüfung. Das bedeutet, wenn der Prüfungsausschuss sich das Programm anschaut und sieht, dass die Flanken gar nicht mit einprogrammiert wurden, könnte es zu Punktabzügen führen. Und das wäre ärgerlich. Wenn wir jetzt zu meiner favorisierten Lösung zurückkommen, wie sie hier eben gestaltet ist, wenn wir jetzt zu meiner favorisierten Lösung kommen, wie ich sie hier wieder geöffnet habe, dann halte ich das hier für eine sehr gute Lösung des Problems mit den Flanken. Wäre die Netzwerkreihenfolge für dich in der Prüfung nicht so wichtig, denn es folgen mit Sicherheit noch Änderungen, die du einprogrammieren musst. Wäre die Reihenfolge der Netzwerke verschoben, müsstest du eventuell zu lange suchen, um das richtige Netzwerk für die Änderungen zu finden. Deswegen würde ich tatsächlich hier die Reihenfolge der Netzwerke mit den richtigen Bezeichnungen nicht verändern. Ansonsten gehe ich immer so vor, dass ich die Flanken, jetzt als kleiner Tipp, wirklich in die ersten Netzwerke reinschreibe. Und dann würde ich das Netzwerk positive Flanke von M47 Metallwürfel in Magazin einsortiert benennen. Und das würde ich mit allen Flanken in dem Baustein machen. Also die Flanken erst oben generieren, weil die temporäre Variable nur für einen Zyklus zur Verfügung steht und sie muss ganz oben generiert werden, damit es in den weiteren Netzwerken zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, jetzt, wenn wir das Netzwerk hier oben einfügen, Netzwerk 1, dann rutscht das erste Netzwerk an Position 2 und das wäre nicht gut. Also das Netzwerk hier wieder rauslöschen, brauchen wir nicht. Und hier haben wir die Lösung, die ich favorisiere. So, jetzt gehen wir zu Punkt 14 in der Tabelle. Können wir wieder einen Klotz raufwerfen, der Motor fährt. Wir öffnen die Klappe, den Bedienerschutz und die Anlage stoppt sofort. Der Druck ist weggefallen, P5 blinkt. Wir können auch hier nichts mehr starten oder auswählen, ausfahren. Nicht möglich. Wir können nur quittieren. Dann kommt wieder der Luftdruck. Wir haben die Möglichkeit, Automatik oder Hand auszuwählen. Wir entfernen den Würfel. Jetzt können wir wieder Start drücken.
Metallwürfel wieder aufwerfen aufs Band. Und jetzt können wir nochmal den Nothalt betätigen. Und auch da passiert genau das Gleiche. Wir können nichts verfahren. Wir können den Nothalt auch wieder, das Betätigungsgerät wieder rausziehen. Wir können auch jetzt nichts betätigen, um die Anlage zu verfahren. Wir müssen erst Quit betätigen, dann geht wieder der Betriebsdruck hoch und dann können wir wieder die Anlage einschalten, Würfel entfernen und wieder sortieren lassen. Wenn wir jetzt die Anlage wieder starten und ein Motorschutzschalter für langsam oder schnell wird ausgelöst, stoppt auch hier die Anlage, können nichts auswählen. Quit geht auch nicht. Quit hat hiermit nichts zu tun. Wir können nur den Motorschutzschalter wieder einschalten und dann ist die Möglichkeit des Einschaltens wieder möglich. Es macht aber nur Sinn, wenn wir den Würfel wieder wegnehmen und wieder raufwerfen und dann läuft die Anlage wieder los. Ausschalten lässt sich die Anlage über S0. Wir drücken drauf und die Anlage geht aus. Ich würde sagen, das ist ein voller Erfolg. So können wir mit der Anlage zur Prüfung gehen. 2 Tipps habe ich noch für dich. Und zwar schaut der ein oder andere Prüfungsausschuss auch gerne mal rein, ob tatsächlich IEC-konform programmiert wurde. Also das heißt, dass wir in dem FB selbst keine absoluten Adressen haben, sondern dass die eben nur im Main an den einzelnen Eingängen von dem FB eingebaut wurden. Wie kann man so etwas ganz schnell überprüfen? Wir gehen in die PLC-Variablen, gehen zum Beispiel in die Eingänge, in die Liste und klicken dann hier einen Eingang an, gehen zu den Infos, Querverweise und können jetzt sehen, dass der I0.0 im Netzwerk 2 im Main verwendet wird. Und jetzt können wir jeden einzelnen Eingang durchklicken und schauen, ob er nicht doch irgendwo anders als im Main verwendet wurde. Und siehe da, man sieht jetzt hier, dass der Eingang 1.7 auch im AP1-Programm in Netzwerk 2 verwendet wird. Hier einfach wieder dem Link folgen, draufklicken. Wir sehen hier, I1.7 wurde verwendet und das ist wirklich die Hardware-Adresse und so programmiert man nicht, wenn man Hardware unabhängig programmieren möchte, also nach IEC-Norm. Wir können auch hier sehen, wenn wir ein Prozentzeichen haben, dann haben wir die Hardware-Eingänge. Wenn wir hier eine Raute haben, dann haben wir die Variablen aus dem FB. Und wir brauchen hier den B6, ändere ich. Jetzt haben wir hier die Raute und so soll das sein. Und jetzt können wir weiter überprüfen. Heißt, wir gehen wieder in die Eingänge und sehen dann hier eben entsprechend, hier ist auch wieder alles dann in Ordnung. Und B6 haben wir auch gerade korrigiert und das passt. Das sollte man dann jetzt auch nochmal mit den Ausgängen überprüfen und wenn das dann auch alles passt, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also diese Querverweise sind ein richtig mächtiges Tool, um eben Fehler zu suchen und das sollte man auch gerne nutzen. Ein weiterer Tipp ist, auch diese Bereiche nicht runterzuziehen, dann nicht mitbekommen, dass hier Meldungen angezeigt werden, sondern immer hier über dieses Dreieck reduzieren und wenn man dann eine Übersetzung macht, taucht dieses Fenster automatisch auf. Wenn wir es runterziehen und das übersetzen, dann bleibt dieses Feld unten und wir können gar nicht irgendwelche Fehler sehen. Das fällt uns dann einfach nicht auf und wir finden auch gar nicht die Probleme und wundern uns, warum wir das Programm nicht in die Steuerung reinladen können. Wichtig ist nachher wirklich zu schauen, Gerätekonfiguration, ist das wirklich die CPU, die ich in meinem Prüfungsgestell habe? Dann sollte man schauen, ob die Ethernet-Adressen, die wir hier konfiguriert haben, auch tatsächlich zu der Hardware passt. Schaltet einfach die CPU ein, schaut, was im Display für eine IP-Adresse steht und tragt diese IP-Adresse dann hier ein und dann könnt ihr problemlos die Verbindung zu eurer CPU herstellen und euer Projekt darauf laden. Ich weiß nicht, wie das euer Prüfungsausschuss sieht, aber ich würde sagen, Sicherheitseinstellungen für die Prüfungs-CPU würde ich nicht einstellen, also nicht aktivieren. Ein weiterer Tipp ist, dass man das Projekt auch nochmal archiviert, also archivieren. Das ist der Quellpfad, wo das Projekt jetzt gerade liegt. Zielpfad kann man hier auch auswählen, wo man das speichern möchte. Dann archivieren. Ich habe das Archiv schon erstellt, kann noch überschrieben werden.
Und dann hat man eine Sicherheitskopie, die man dann auch auf dem USB-Stick von einem PC zum anderen mitnehmen kann. Denn wenn man den normalen TIA-Ordner mit dem Projekt nimmt und kopiert, auf dem USB-Stick geschiebt, wieder auf einen anderen PC, kann die Datei oder kann das Projekt auch gerne mal kaputt gehen. Und dann kann man das Projekt nicht öffnen. Und wenn das in der Prüfung passiert, dann ist man, glaube ich, unglücklich. Also deswegen immer ein Archiv mitnehmen, so dass die Datei immer zur Hand ist. Da die reale Anlage nicht immer zur Verfügung steht, beziehungsweise eventuell noch gar nicht fertig aufgebaut ist, gibt es eine weitere Möglichkeit, die Anlage zu testen, und zwar virtuell. Dafür stelle ich eine virtuelle Anlage zur Verfügung, und zwar einen Baustein und eine HMI, die über den PC mit der Siemens-Software simuliert werden kann. Unten in der Beschreibung findest du einen Download-Link, wo du die Sachen herunterladen kannst. Wenn du die Daten heruntergeladen hast, musst du den FB noch in das Programm einbinden. Das ist eine Bibliothek, die du erst einmal in TIA importieren musst. Und zwar gehst du hier auf Bibliotheken, dann auf den zweiten Button Globale Bibliothek öffnen, und dann findest du in deinem Download-Ordner die Datei AP1 Frühjahr 2026 Modell. Um das zu sehen, musst du den komprimierte Bibliotheken als Dateityp auswählen. Grundsätzlich ist globale Bibliothek angewählt, aber dann siehst du es nicht und kannst nicht importieren. Deswegen auf komprimierte Bibliotheken klicken und dann wird dir die Datei angezeigt und jetzt einfach öffnen. Jetzt musst du einen Ort raussuchen, wo du das rein importieren möchtest. Wenn du die Datei importiert hast, kommt hier die neue Bibliothek. Die kannst du einmal hier aufklicken und dann findest du den Baustein, den du brauchst, in den Kopiervorlagen. Diesen Baustein ziehst du heraus, fügst die in die Programmbausteine ein. Jetzt hast du hier den FB 133 dazu bekommen. Dieser FB muss nun in den Main eingebunden werden. Es ist wirklich wichtig, ohne das funktioniert es jetzt nicht, dass dieser FB 133 vor dem eigentlichen Programm kommt. Wenn du im Netzwerk 1 dein Programm hast, musst du den Bausteintitel auswählen, also einmal anklicken, und dann kannst du das neue Netzwerk hinzufügen bzw. einfügen, und dann kommt ein neues Netzwerk an erster Stelle und dein erstes Netzwerk ist dann Netzwerk 2. Und dann kannst du hier entsprechend den FB reinziehen. Und nun kommt die Frage, wie der Datenbaustein heißen soll und welche Nummer der bekommen soll. Und hier ist auch wieder wichtig, wegen der Adressen im FB, dass der Datenbaustein dieselbe Nummer bekommt wie der FB. Also gehen wir hier in Manuell und schreiben hier die 133 rein. Und dann auf OK. Und nun wird der Datenbaustein und der FB hier in Netzwerk 1 reingefügt. Wir können hier nochmal reinschreiben, das ist das Modell. Und jetzt müssen wir dem Modell sagen, das ist also deine Prüfungsanlage, nur virtuell. Und hier die Anlage gibt dir jetzt die Information, in welcher Position die Zylinder stehen, ob der Motor läuft, wie auch immer. Aus diesem Grund ist es hier jetzt so, dass wir hier die Eingänge reinschreiben, weil die Eingänge brauchen wir jetzt in unserem Programm. Also das heißt, hier ist das Prozessabbild der Eingänge wird hier rausgegeben, und auf dieser Seite wird das Prozessabbild der Ausgänge eingelesen. Also zum Beispiel, ob das Band laufen oder angesteuert wird. Also Q1, die Information, geht hier eben entsprechend rein. Also Prozessabbild der Ausgänge, Byte 0. Wenn wir hier mit der Maus rüberfahren, sehen wir, dass es vom Typ Byte ist, also 8 Bit. Hier wäre dann die Adresse Q0.0 das erste Bit, was angesprochen wird. Und wenn wir gerade bei den Ausgängen sind, wir wollen Q, dann das Byte und das erste Byte, also die Adresse 0. Hier kommt QB und dann das nächste Byte, also Byte Nummer 1. Und hier QB und 2. Und hier kommen die Eingänge rein. Also IB0, IB1 und IB2. Und jetzt in die
PLC-Variablen einmal gehen. Die Eingänge, also das heißt i0.0 bis i0.7 werden hier abgefragt. Also von der simulierten Anlage kommen die Informationen, werden hier rausgegeben und wir holen uns hier die Informationen i0.0, i0.1, i0.2, i0.3 und so weiter bis i0.7 lesen wir hier ein. Die Informationen kommen von hier, von der virtuellen Anlage. Ja, und jetzt haben wir schon mal die Information und die Simulation. Und damit wir uns das anschauen können, benötigen wir noch die HMI. Bevor wir die HMI starten, müssen wir auf jeden Fall die virtuelle CPU starten. Achten darauf, dass wir hier das Projekt angeklickt haben bzw. ausgewählt haben. Dann können wir hier die Simulation starten, klicken drauf. Jetzt werden die Schnittstellen eben entsprechend eingestellt und es öffnet sich hier die virtuelle CPU. Jetzt können wir hier wir fügen hier jetzt eine neue CPU hinzu, können diese einschalten. Das war es jetzt eigentlich auch. Wir können das wieder minimieren, das Fenster. Jetzt sehen wir hier, dass wir die PLC-SIM-Schnittstelle auswählen können. Die wählen wir aus. Dann wird eben entsprechend die virtuelle CPU gefunden und jetzt können wir das Projekt dort reinladen. Jetzt wird nochmal gesagt, dass es kein vertrauenswürdiges Gerät ist, aber da es der eigene PC ist, einfach Verbindung herstellen. Jetzt laden wir konsistent, können die Baugruppe starten und fertigstellen, schauen, ob alles geklappt hat. Es ist alles grün. Wenn ich mal das Beobachten einschalte, sehen wir auch, dass beide Bausteine schon abgefragt werden bzw. bearbeitet werden. Und wir sehen auch schon, dass hier schon was blinkt. Also die Verbindung hat geklappt. Jetzt müssen wir noch die HMI öffnen. Das machen wir einfach, die heruntergeladene Datei, einfach einen Doppelklick ausführen. Also das wäre diese HMI AP1 Frühjahr 2026, die einmal mit Doppelklick öffnen. Wenn auf der HMI die Wörter nicht richtig dargestellt sind, dann muss noch einmal, bevor wir die HMI öffnen, die Darstellung angepasst werden. Dazu bitte rechten Mausklick mit Rechtsklick auf den Desktop, Einstellungen, den richtigen Monitor auswählen, die Skalierung auf 100% setzen. Wenn die HMI erneut gestartet wurde, können wir wieder die Darstellung auf empfohlenen, bei mir 150% einstellen. Wenn wir das geschafft haben, geben wir hier jetzt die CPU-Adresse ein. Die steht im Simulator 192.168.0.1. Tippen die hier rein, betätigen Enter, klicken Enter. Und jetzt können wir schon sehen, die Leuchtmelder haben sich geändert. Die Verbindung besteht zur virtuellen CPU. Und jetzt können wir testen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Prüfung.